Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ist Triumph das neue Harley-Davidson? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der Marke nämlich null aus. Ich werde mich heute aber mal darauf einlassen, denn ihr habt mir ganz oft in die Kommentare geschrieben und auch per persönlicher Nachricht, nachdem ich auf die 25er Modellreihe von Harley-Davidson reagiert habe, dass Triumph wohl ein sehr ernstzunehmender Konkurrent ist und mittlerweile preis-leistungstechnisch und auch vom Stil und so wohl eine Marke sein könnte, die sehr interessant sein kann für Harley-Fahrer, da die wohl immer besser werden und diese Marke ja auch einen ziemlichen Kult mit sich bringt. Ne? Das kann man nicht abstreiten. Ich meine, ich bin jetzt ich kenne mich da null aus in dem Thema, ich bin gar nicht in der Marke drin, aber die haben schon auch Klasse, muss man sagen. Ne? Das Einzige, was ich immer mal gesehen habe, waren hin und wieder mal so kleine Videos mal bei Instagram oder so, wo man auch schon coole Sachen umbauen kann. Ich kenne mich auch mit den Modellreihen gar nicht aus, aber weil ihr mir gesagt habt, ich soll mir das Ganze mal anschauen, werden wir das heute zusammen tun. Ich habe uns ein Video rausgesucht. Ich bin nämlich kein Fan davon, mir jetzt hier irgendwelche professionellen Reviews von irgendwelchen Automagazinen oder Motorradmagazinen anzugucken. Ich finde das immer geiler, solche Videos, wie ich sie auch selber mache, wo einfach jemand authentisch das Ganze testet. Deswegen habe ich einfach bei YouTube mal eingegeben, Triumph Probefahrt, und habe mir jetzt das Bike rausgesucht, was ich irgendwie am coolsten fand optisch. Und das ist jetzt hier die Triumph Bonneville Bobber von 2024. Sieht schick aus, glaube ich, kann man sehr cool umbauen. Hat so ein bisschen, finde ich, einen Look wie, ja, so ein bisschen Sportstar-mäßig, aber umgebaut Richtung Bobber, Scrambler. Finde ich ja nicht hässlich. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Motor drin ist. Es wird jetzt kein V2 sein, wie jetzt bei uns. Also diese Charakteristik werden diese Bikes nicht mit sich bringen. Das ist jetzt ein Video von Life of Danny. Kenne ich nicht. Gucken wir mal rein. Lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen hoch da bei demjenigen, wenn wir schon aufs Video reagieren. Wie gesagt, immer ein bisschen Support da lassen. Rein optisch, jetzt nur mal vorab, ist kein hässliches Ding. Ne? Also was sieht man hier? Wir haben Kettenantrieb, okay. Ist natürlich wartungsintensiver und man muss mehr putzen, hat aber meistens auch ein bisschen besseres Ansprechverhalten. Wir haben anscheinend, ich weiß nicht, ob das auf beiden Seiten die Abgasanlage ist, was wir auf jeden Fall haben, vorne Doppelscheiben Brembo-Bremsanlage, das ist sehr geil. Manche Sachen, zum Beispiel die Gabel und so, sehr ähnlich wie bei einer Sportster, finde ich. Aber ich glaube, wir gucken einfach mal rein. Das Video geht hier jetzt 18 Minuten. Ich denke, wir werden auch Hier teilweise stehen ein bisschen wir nun durchskippen. vor dieser wunderschönen Triumph Bonneville Bobber 2024er Modell. Und zwar habe ich mir halt vor kurzem echt mal die Frage gestellt, muss es wirklich immer höher, schneller weitergehen oder ist es nicht viel, viel wichtiger, die Reise, den Weg zu genießen? Ja, also ich muss schon sagen, optisch macht die Maschine wirklich was her. Ja, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls der Danny dieses Video hier irgendwann in diesem Leben mal sehen sollte, um deine Frage zu beantworten, muss es immer schneller, weiter, höher sein. Ich denke, er wird sonst vielleicht Supersportler oder so fahren, keine Ahnung. Wenn du mal wirklich den Weg ein bisschen entschleunigt, aber trotzdem mit sehr viel Spaß erleben willst, sag mir Bescheid. Ich arbeite beim Harley-Davidson-Händler. Dann kommst du mal bei uns vorbei und dann kriegst du mal was mit richtig geilen Sound, richtig ordentlich Hubraum und ein paar geilen Umbauten. Und dann können wir gerne mal eine Probefahrt mit ein paar Harley-Modellen machen, wenn du da Bock drauf hast. Dann kannst du nämlich mal den direkten Vergleich ziehen, was dir besser gefällt, ob Triumph oder Harley. Also das Angebot steht. Was haltet ihr rein optisch gesehen von der Bonneville Bobber? Ist sehr speziell, ich weiß, aber ich finde sie schon wirklich sehr, sehr geil. Und ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das Feeling beim Fahren ist auch sehr, sehr speziell. Aber dazu komme ich gleich. Ich setze mich jetzt gleich drauf. Was mir gar nicht gefällt bei dem Bike, muss noch einmal kurz stoppen, ist halt der Sitz irgendwie. Ne? Also klar, das hat so ein bisschen, ist halt natürlich irgendwie Bobber-mäßig, aber da ist so viel Platz zwischen, Alter. Da passt ein Omnibus durch. Und das bricht komplett die Linie. Also das ist irgendwie so mitschwingender Heckfender. Kurz einen Schlaganfall gehabt. Ist cool, aber hätte man mit dem Sitz irgendwie anders umsetzen müssen. Dass der Sitz weiter runter geht und dann mit Federn unterm Sitz oder so, wie wir das bei uns oft machen, bei so Streetbob-Umbauten. Aber gut, wir gucken mal weiter. Ja, ich sag mal mehr oder weniger spontan zustande, weil ich vor kurzem mein Auto aufgrund eines Marderschadens abgeben musste. Der Triumph-Händler bei uns beim Faeser Graf in Nürnberg gleich angeschlossen ist. So habe ich dann meine Wartezeit genutzt und habe mir mal die Motorräder angeschaut. Dann kam der nette Philipp zu mir und hat halt gemeint, ey, fahr sie doch einfach mal Probe. Und eigentlich hatte ich jetzt auch gar nicht vor, ein Video zu machen, aber der Philipp war so nett,
hat mich heute nochmal angerufen, beziehungsweise gestern, und hat gemeint, ey, es soll gutes Wetter werden. Wenn du schon früher Zeit hast, dann komm doch ein bisschen früher Triumph und fahr ist auch, mal eine glaub ich, richtig eine große Runde. Marke aus Jetzt aber England, genug oder? geschwafelt. Ich ziehe jetzt meine Jacke an. Es ist heute sehr, sehr warm. Aber Safety first, Schutz geht immer vor. So, jetzt sitzen wir schon mal drauf. Und was mir persönlich sehr, sehr gut Auch richtig geil. Er macht auf Bildungsauftrag und hat dann schon die Sneaker an. Fühle ich. gefällt, ist hier Zündung an. Und da ich jetzt schon eine kleine Runde gefahren bin und der Motor auch schon warm ist, können wir jetzt mal einen kleinen Soundcheck machen. Bin Ich ich gehe mal dazu gespannt. kurz mal in den neutralen Gang. Ja gut, 94 dB im Stand bei der... Okay, ja, das wird ein Serienauspuff sein, deswegen will ich da jetzt nicht zu hart urteilen. Fehlt aber definitiv Volumen im Sound. Wir sind natürlich anderes gewöhnt. Ich meine, aus so einem fast 2 Liter Hubraum Harley-Motor kommt natürlich halt einfach die Hölle hinten raus mit einem Klappenauspuff. Aber hört sich mit Sicherheit nicht schlecht an. Ich glaube, wenn man da einen Klappenauspuff dran macht, ich glaube, Jacqueline halt hat sogar Triumph Klappenauspuffanlagen, dann wird sich das mit Sicherheit cool anhören. Also bin ich mir sicher. Also ich muss sagen, für Euro 5 Ah ja, da sehen wir es auch, die Abgasanlage ist auf jeden Fall an beiden Seiten. Das finde ich immer nicht so schön, aber gibt es bestimmt auch Umbauten. Serie ist das schon wirklich stark. Also man muss ja sagen, die Händler haben es wirklich auch aktuell nicht einfach, beziehungsweise die Marken, denen sind ja auch immer mehr die Hände gebunden. Aber für Euro 5 Serienauspuff ist das schon wirklich stark. Ich habe mir sagen lassen, Ja, dass für die Serie Maschine ist wirklich relativ nicht früh schlecht. mit den Fußrasten aufsetzt. Aber da Danny, ich jetzt eh nicht wirklich kleiner Tipp, ich will nicht klug scheißen, aber weil ich halt als Videograf arbeite, du musst deine Kamera anders einstellen und du darfst bei dem Color Grading die Sättigung nicht so extrem hoch drehen. Das ist wirklich schwer anzuschauen für jemanden wie mich vom Fach. Die Blautöne im Himmel, das sieht einfach so unrealistisch aus. Ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber Sättigung nicht ganz so hoch, wirklich. nicht der allergrößte Knieschleifer bin und jemals war, spielt das für mich auch absolut keine Rolle. Jetzt komme ich vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt, was mich als eher junge Person, okay, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich schon die ersten grauen Barthaare, aber was mich als eher junge Person jetzt dazu bewegt hat, mir so einen Cruiser, und zwar diese Bobber, mal zur Probefahrt auszuleihen. Und zwar, ich bin halt der Meinung, ich komme ja eher aus der Sportlerrichtung, bin zuvor eine CBR 600 RR gefahren, Okay. das bedeutet das komplette Gegenteil. Ich habe wirklich immer drehen müssen wie so ein Blöder, um halt Leistung zu haben und vor allem auch Fahrspaß. Und ich bin halt mittlerweile an einem Punkt, ich möchte beim Fahren einfach die Fahrt genießen, dieses Freiheitsgefühl haben, wie jetzt heute, Kopf ausschalten, draufsetzen und einfach Spaß haben. Und nicht immer wie so ein Bescheuerter Gas geben, drehen und diesen Kick dann erst haben. Ich habe Bin ich 100% bei ihm. Also da hat er schon mal wirklich auf jeden Fall was fürs Leben mitgenommen. Ich meine, ich schätze, der wird wahrscheinlich sogar älter sein als ich. Ich bin 27 und habe das Ganze ja schon mit 23, 24, 25 so gesehen. Ich war nie so ein Supersportler-Fanatiker, sondern ich finde das, was er sagt, die Fahrt genießen, Spaß haben, Sound genießen. Man kann mit den Dingern auch mal ballern, wenn man will, aber du hast halt diesen Kompromiss und das ist mit Sicherheit der Kompromiss, mit dem du wahrscheinlich länger leben wirst, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit eines fatalen Unfalls auf deine Verantwortung sinkt. Ich will Ihnen da jetzt gar nicht ins Wort fallen oder so, aber wir skippen mal so ein bisschen diese Geschichte. Ich würde nämlich lieber ein bisschen mehr noch zum Motorrad sehen. Erste Fahreindrücke, gucken wir mal hier rein. Das kann die Maschine halt wirklich gut, das kann ich jetzt schon mal sagen. So von einem Ort in den nächsten ganz entspannt fahren und cruisen. Und wenn man dann aber mal Gas geben möchte, so aus dem zweiten oder dritten Gang heraus, dann hat sie, ich sage jetzt mal wie so, jeder Mann wird es kennen, wenn man vielleicht schon länger keinen, ihr wisst schon, was ich meine, hatte, dann hat man untenrum so ein bisschen Druck. Und Perfekt, genau Digga. das hat diese Maschine halt auch. Das ist jetzt Ja, das hört sich ja schon charakteristisch sehr stark danach an, wie man auch das Harley-Fahren beschreiben würde, finde ich. Von Dorf zu Dorf, ein bisschen mal raus beschleunigen, viel Drehmoment. Das ist natürlich schon nice, ja. Das ist jetzt nichts, was dich komplett aus dem Sattel haut. Safe nicht. Aber um das geht es mir jetzt auch gar nicht. So, es geht mir jetzt wirklich genau um das, was ich jetzt gerade hier mache. Und zwar bei geilem Wetter eine entspannte Runde, einfach das Fahren genießen, den Ausblick genießen, diesen wunderschönen Zweizylindermotor sich anhören. 106 Newtonmeter hat die Maschine. Doch, Und das halt schon bei Zweizylindermotor, okay, aber 4000 kein Umdrehungen, V2 wahrscheinlich. was halt schon wirklich sehr, sehr geil ist. Heißt, man muss nicht immer bis zum Anschlag drehen, um Gut, klar, Zweizylinder. Wenn du 2 Auspuffkrümmer hast, dann
wäre auch alles andere wahrscheinlich dumm. Diese Leistung, um diese Newtonmeter zu haben. Und das finde ich persönlich halt schon ziemlich geil. Boah, da glaube ich, geht so in den Wald rein. Schöne Ich glaub, Landschaft da will ich auch jetzt bei mal ihm hin. da, ne? Also Ich glaube, sieht cool aus. Wo ich kommt will der jetzt her? mal in den Wald. Ich habe maximal keine Ahnung, wo ich bin. Und es ist mir auch maximal egal. Schon wirklich geil. Insgesamt hat die Maschine 78 PS, das ist jetzt nicht die Welt. 78 Reicht PS. aber trotzdem für das, was ich jetzt heute auch vorhabe. Wenn man aber natürlich diesen absoluten Punch, diesen absoluten Kick sucht, den man aber halt legal leider auf den öffentlichen Straßen gar nicht ausleben kann, wenn man mal ehrlich ist, Das dann ist ja auch ist immer die der Maschine Punkt, ne? natürlich nicht das Richtige. Aber, jetzt schaut man mal kurz. Wenn man jetzt aufs Tacho guckt, Also da geht schon was. ist jetzt nicht schnell, aber ist jetzt auch nicht langsam, ne? Boah, Kann man wahrscheinlich mit das sich einer anhört, älteren Leute. Sportster von Und dazu, uns es vergleichen. vibriert. Und der ganze Sitz und alles vibriert, das ist schon... Aber die Charakteristik vom Sound finde ich gar nicht schlecht, also bin ich bei ihm. Für einen Serienauspuff das ist cool, schon geil. ehrlich. Und ab und zu scheppert der Auspuff hinten noch raus. Mich würde echt mal interessieren, wie die Maschine sich so um 2019, 20 rum mit einer... Ja, wenn ich das so sehe, ne, dieses Wetter und ich gucke jetzt hier nach draußen, ich meine, heute ist auch blauer Himmel, aber wir haben 2 Grad, ey, boah, das ist so zum Kotzen. Guck mal, Tankvolumen, das ist ja auch nochmal interessant. Wie weit können wir mit dem Ding fahren? Der Tank sieht auf jeden Fall größer aus als bei unseren Sportster-Modellen. Also jetzt doch noch mal ein paar Sachen zum Motorrad. Also wir haben ja hier mittlerweile einen 12-Liter-Tank verbaut. Ich glaube, das war eines der Sachen, die im Vorfeld immer kritisiert wurden an der Triumph Bonville Bobber. Und zwar, die hatte früher nur einen 9-Liter-Tank. Und mittlerweile hat die halt einfach einen 12-Liter-Tank. Das bedeutet, man muss nicht ganz so oft anhalten und tanken. Da ich jetzt selber kein weit kommt man denn? Langstrecken- und Tourenfahrer bin, ist mir sowas persönlich relativ egal. Ich weiß aber, dass es für viele Leute schon so ein Faktor ist und die halt schnell davon genervt sind, wenn eine Maschine alle paar hundert Meter an die Tankstelle bewegt werden muss. Ich finde so 200 Kilometer müssen schon Minimum gehen mit einer Tankfüllung irgendwie so, ne? Das ist sonst schon ein bisschen Abfuck. Die Maschine ist relativ schwer mit 251 Kilo. Ich wiege auch gute 85 Kilo. Bedeutet, Maschine. wir sind hier gerade relativ schwer. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt auch nicht um irgendwelche Beschleunigungswerte, sondern eher... Was ich wirklich hässlich finde bei dem Motorrad, sind die Armaturen und auch die Spiegel und so. Das Spiegel kann man natürlich ändern. Tacho ist cool, aber die Armaturen, Alter, das sieht echt nicht gut aus, ne? Also mit dem Rot und dem Grau und das sieht aus wie so ein Billo-Plastik irgendwie. Also das, boah, schwierig. um die Art und Weise, wie man fährt. Ansonsten kann ich noch sagen, dass mir diese eher niedrige Sitzposition extrem gut gefällt, weil es mir persönlich Sicherheit vermittelt. Ich Tempomat mag haben das wir. nicht, wenn ich zu hoch auf einem Motorrad sitze. Ich mag das wie hier Preis wäre nah nochmal interessant, ja. Das gucken wir uns auch mal montiert an. sind. Also wenn man sich die Maschine jetzt so vom Werk für knappe 16.000 Euro, was sie halt kostet, holt, was auch nicht ganz 16.000. günstig ist, muss man ehrlich sagen. Aber Triumph ist Bro, er sagt 16.000 ist nicht ganz günstig. Harley Davidson hasst diesen Trick. jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie Ramschware verticken. Also ist schon eine sehr wertige und auch qualitativ hochwertige Marke. Dann muss man eigentlich so gesehen nichts mehr an dem Motorrad verändern. Das sehe ich anders. Also 16.000 ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Das sieht nach einem sehr wertigen Bike aus. Bezahlst halt ein bisschen weniger Prestige als jetzt bei einer Harley. Deswegen, ja, da ist halt jetzt nicht dieser krasse Aufschlag drauf. Aber vielleicht habe ich da eine andere Ansicht, weil ich halt aus diesem krassen Custom-Segment komme. Aber also, wenn ich mir die jetzt kaufen würde, dann weiß ich ganz genau, da würde noch mal eine 5-stellige Summe reingehen. Blinker vorne, hinten anders, Kennzeichenhalter anders, Armaturen anders, Griffe anders, Spiegel anders. Abgeflachter Tankdeckel, anderer Auspuff, andere Fußrastenanlage. Schon mal das Minimum. Sitz würde ich umbauen, weil das gefällt mir gar nicht. Dann wahrscheinlich ein paar Teile schwarz pulvern, ein paar Schrauben, dann bist du schon bei 10.000, 15.000 Euro Investment. Klar, man kann das Motorrad auch so fahren, aber wir suchen ja eine Harley-Alternative oder einen Gegner, der mithalten kann. Und da müssen wir das Customizing-Thema ja auch mit beleuchten. Ist auch die Frage, wie ist da die Teileverfügbarkeit, wie viele Custom-Parts gibt es? Wenn Leute hierbei sind, die Triumph fahren und da voll im Game sind, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und vor allem auch, wie ist das preislich? Bei Harley die Sachen umbauen ist ja schon immer sehr, sehr
teuer. Ne? Also wenn man Auspuff, Fahrwerk und Lenker macht, dann sind ja gefühlt schon 10.000 Euro weg. Man nicht. Man kann soundtechnisch, da bin ich einfach so ein bisschen behindert, sage ich jetzt mal, mehr geht immer. Safe. Der Sound ist wirklich gut. Also für Euro 5 Serie ist der wirklich gut. Ich würde jetzt mal sagen, 8 Punkte kann man da safe geben. Aber ich das mag es jetzt nicht, einfach aber übertrieben laut. Weil für mich hat der Sound beim Motorrad einfach zur Emotion dazugehört irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß, für mich dass mit ganz das viele Leute Wichtigste nicht beim so mögen Motorradfahren. und dass es da immer ein bisschen Kritik gibt, wenn die Motorräder zu laut sind. Aber vielleicht habe ich da einfach so ein bisschen einen Knacks und Den Knacks sehr, sehr haben wir geiler eigentlich Käfer. alle, glaube ich. Jedenfalls, Sound ist gut, aber wenn ich die Maschine jetzt hätte, würde ich zumindest mal auf Kleinanzeigen schauen, was gibt's denn da so? Ja, schau, die Leute schauen. Die Leute schauen, das kann natürlich auch sein, weil ich mit einer GoPro hier wie so ein Verrückter durch die Gegend fahre. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn Coolness, okay. ich glaube, man kann auf der Maschine gar nicht cool aussehen. Es geht gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wer hier drauf sitzen sollte und dabei nicht cool ausschaut. Geht, glaube ich, einfach nicht. So. Ich wüsste jemanden. Und zwar Laszlo. Schöne Grüße. Mit seinen 2 Meter auf dem Ding, mit dem sitzt, das würde aussehen wie Donkey Kong, sage ich. Ihr glaubt nicht, wie lost ich manchmal wirklich bin. Ich glaube, jetzt ist für mich halt wirklich so ein Punkt gekommen, wo ich sagen muss, für heute reicht's einfach. Weil ich war jetzt einfach, nachdem ich mich ja verfahren habe, was schon lost war, habe ich jetzt einfach mich gerade noch saudämlich angestellt, den Tankdeckel. Na gut, das juckt mich gerade jetzt nicht mehr so. Ich wollte jetzt mehr zum Motorrad hören. Wir gehen nochmal hier einmal in dieses Anfangsbild rein. Erstmal auf jeden Fall cooles Video an den Danny. Also nice, authentisch, gut gezeigt. Schaut da gerne mal auch bei ihm auf dem Ja, also Kanal ich muss vorbei. schon sagen, optisch. So, das wollte ich haben. Wir gucken jetzt nochmal einmal uns das Ganze genau an. Was würden wir umbauen, wenn wir das Teil hätten? Beziehungsweise was würde ich umbauen? Also ganz klar, ich glaube, ich würde hier schwarze Cover dran machen. Blinker vorne würde ich mit irgendwie an den Lenker machen. Spiegel würde ich auf jeden Fall auch andere dran machen, wahrscheinlich nach unten gedreht. Dann Kennzeichenhalter links an die Seite auf jeden Fall. Oder ja, wahrscheinlich links an die Seite und Auspuff, wenn es sowas gibt, irgendwie eine Führung bauen, die hier noch mit durchgeht, dass man dann vielleicht so eine Art 2-in-1 Auspuff baut, der dann hier rausgeht und auf der anderen Seite den Kennzeichenträger hat. Dann kleine LED-Blinker hier vielleicht mit an diese Streben dran bauen, 3-in-1 mit Rücklicht, dann ist hier hinten alles komplett clean, das würde sehr gut aussehen. Ja, Sitz muss anders, das ist eine Katastrophe, der muss hier runterkommen, dass du schön diese Dreieckslinie hast, dann sieht das wirklich gut aus, weil das dann in Verlängerung zum Rahmen geht. Schrauben auf jeden Fall schwärzen, hier hinten, ganz wichtig. Hier auf jeden Fall auch ein Cover drauf. Was würde ich noch machen? Ja, Reflektoren würden vermutlich abfallen, wenn ich das erste Mal fahre. Dann würde ich mir die Armaturen ändern, vielleicht irgendwie die Griffe, nicht die Griffe, die Knöpfe zum Beispiel schwarz beschichten oder so, weil das sieht irgendwie ein bisschen so nach Lego aus. Und einen schwarzen abgeflachten Tankdeckel drauf. So, das Logo und so sieht super cool aus. Man könnte natürlich noch ein bisschen mit Akzenten spielen, dass man vielleicht noch ein paar rote Akzente mit reinbringt. Zum Beispiel hier die Feder vielleicht auch rot beschichten lässt vom Fahrwerk. Das sieht immer richtig geil aus. Das Silberne hier würde ich auch vielleicht gucken, ob man das schwarz beschichten kann. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein Bike, glaube ich, was Potenzial hat. Ne? Also optisch finde ich das echt cool. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. War vielleicht mal interessant, da reinzugucken. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, mal so ein Teil Probe zu fahren, wenn das Wetter wieder besser wird. Könnt ihr mich gerne wissen lassen, ob das für euch interessant wäre. Dann würde ich mir mal einen Triumph-Händler hier in der Nähe raussuchen und würde einfach mal eine Probefahrt machen und euch dann auch, so wie er, von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe da wahrscheinlich nochmal eine andere Ansicht als er, weil ich aus einem ganz anderen Segment komme und natürlich auch beruflich komplett jeden Tag damit zu tun habe. Aber ja, grundsätzlich cooles Motorrad, interessante Marke. Ich glaube, die haben auch so eine Scrambler oder so heißen die. Das ist dann so ein bisschen so mit Offroad-Reifen und so. Kannst du so überall mitfahren. Das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht finden wir da auch nochmal ein Video. Lass es mich wissen, wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer in die Triumph-Thematik uns eingraben sollen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare. Und wenn ihr was Geiles zum Anziehen braucht, checkt gerne Redwood Closing ab. Macht's gut, haut rein. Ich verkaufe meine Lowrider S aus 2023 für die neue 2025er Lowrider S. Ob das so ist, das werden wir wohl nach diesem Video entscheiden.